Roland hat für das Aerophone AE10 ein Software-Update veröffentlicht. Wie du die neue Softwareversion auf deinem Aerophone installierst und was sich damit ändert, das erfährst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich über das Update für das Aerophone AE10 sprechen, das Roland veröffentlicht hat, und dir zeigen, wie du das Software-Update auf deinem Aerophone durchführst. Mit diesem Update sind wir bei der Softwareversion 3.10 angelangt. Die bisher aktuellste Version war 3.00. Das letzte Update für das Aerophone AE10 liegt rund 1,5 Jahre zurück. Damals wurde die interne Soundbibliothek vergrößert von 62 auf 128 interne Sounds. Die Bibliothek wurde also praktisch verdoppelt. Wenn du auch für dieses Update wieder eine Vergrößerung der Soundbibliothek erwartest oder erhoffst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt genau einen einzigen zusätzlichen Sound mit dem Update auf die Version 3.10, nämlich einen neuen Sopransaxophon-Sound. Wie das neue Sopransaxophon klingt, das werde ich dir am Schluss dieses Videos zeigen, sobald ich auf meinem Aerophone die neue Softwareversion aufgespielt habe. Es lohnt sich also, bis am Schluss dieses Videos dabei zu bleiben. Abgesehen von diesem zusätzlichen Klang gibt es mit der neuen Softwareversion eine Optimierung des Biss-Sensors beim Aerophone AE10. Das heißt, die Einstellungsmöglichkeiten für den Biss-Sensor im Menü des Aerophone werden optimiert. Falls du das genauer anschauen willst, was sich da verändert, dann habe ich das entsprechende Dokument aus der Bedienungsanleitung in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Da kannst du die Details nachschauen. Das waren einige inhaltliche Bemerkungen zur neuen Softwareversion. Nun möchte ich dir aber zeigen, wie du die Software auf deinem Aerophone installierst. Zuerst solltest du überprüfen, welche Version auf deinem Aerophone AE10 bereits vorhanden ist. Wenn du nämlich das Instrument erst kürzlich gekauft hast, dann ist es möglich, dass bereits die neueste Softwareversion darauf aufgespielt ist. Dann musst du natürlich nichts unternehmen. Um zu kontrollieren, ob du bereits die neueste oder noch eine alte Firmware auf deinem Aerophone AE10 installiert hast, gehst du am besten wie folgt vor. Du schaltest das Aerophone ein, drückst dann auf die Menütaste und scrollst mit den Pfeiltasten bis ganz ans Ende der Menüauswahl, wo du siehst, welche Version auf deinem Aerophone installiert ist. Bei mir ist es die Variante 3.00. In einem nächsten Schritt solltest du ein Backup erstellen von den aktuellen Einstellungen auf deinem Aerophone AE10. Das Software-Update sollte zwar die User-Tones nicht überschreiben, falls du eigene User-Tones abgespeichert hast, aber zur Sicherheit empfiehlt sich auf jeden Fall ein Backup. Und ich empfehle sogar, dass du durch das Menü deines Aerophone AE10 durchgehst und die Werte, die du eingestellt hast, von Hand notierst, damit du im schlimmsten Fall alles nochmals neu einstellen kannst nach dem Update. Für das Backup schaltest du dein Aerophone AE10 wieder aus und schließt es mit einem USB-Kabel an deinen Computer an. Anschließend kannst du das Instrument wieder einschalten. Und dann durchscrollen im Menü wiederum, bis du zum Punkt Backup gelangst. Anschließend drückst du nochmals die Menütaste und wählst mit der Pfeiltaste das J für Yes, damit das Instrument ein Backup erstellt. Nun sollte das Wait im Display angezeigt werden. Und auf deinem PC sollte ein Laufwerk erscheinen mit dem Namen Backup. Wenn du das Laufwerk öffnest, gibt es einen Ordner Aerophone und in diesem Ordner Aerophone nochmals einen Ordner Backup. Das ist die Backup-Datei. Diese Datei kannst du kopieren und am Ort deines Vertrauens wieder abspeichern. Dann kannst du das Laufwerk wieder auswerfen. Wenn im Display des Aerophone End erscheint,
Dann kannst du das Instrument wieder ausschalten und die USB-Verbindung vom Computer trennen. Nachdem du überprüft hast, welche Version auf deinem Aerophone AI10 installiert ist und nachdem du ein Backup auf deinem Computer abgespeichert hast, bist du bereit für das Update auf die neue Version 3.10. Die neue Software Version 3.10 kannst du auf der Webseite von Roland herunterladen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Hier musst du runterscrollen, dann akzeptieren und die Datei herunterladen. Speichere diese ZIP-Datei mit dem Update in einem Ordner. Dann musst du die Datei extrahieren. Und hier findest du in diesem Ordner nun also die Update-Datei. Im nächsten Schritt kannst du das Aerophone wieder an den PC anschließen. Achtung, das Aerophone muss ausgeschaltet sein, wenn du das USB-Kabel mit dem Computer verbindest. Dann musst du den untersten Oktavknopf gedrückt halten und das Aerophone einschalten. Es erscheint Updater. Nun erscheint auf deinem Computer wieder ein Laufwerk, das heißt AE-10. Dieses Laufwerk ist leer. In dieses Laufwerk kopierst du die Datei, die wir vorher extrahiert haben. Wenn du die Update-Datei auf dein Aerophone AI10 kopiert hast, dann kannst du das Instrument von deinem Computer trennen und anschließend das USB-Kabel entfernen. Das Update sollte dann automatisch starten und im Display des Aerophone AI10 angezeigt werden. Das Ganze geht sehr schnell und sobald der Update-Prozess abgeschlossen ist, erscheint im Display die Meldung Finished. Dann kannst du das Aerophone ausschalten und beim nächsten Einschalten sollte das Instrument mit der neuen Software einsatzbereit sein. Du kannst aber natürlich zur Sicherheit im Menü noch einmal kontrollieren, welche Softwareversion angezeigt wird, damit du sicher bist, dass das Update geklappt hat. So, das Update hat geklappt. Jetzt hören wir uns noch den neuen Klang an. Auf Speicherplatz 128 das neue Sopransaxophon. Ich habe das Aerophone allerdings nicht an meinem Computer angeschlossen. Du hörst den Klang nun also über diesen kleinen eingebauten Lautsprecher, was nicht unbedingt förderlich ist für die Klangqualität. Okay, ein zusätzlicher Klang, ob du den gut findest oder nicht, überlasse ich dir. Wie gesagt, über den eingebauten Lautsprecher ist die Klangqualität auch nicht über alle Zweifel erhaben. Wenn man das anschließen würde, das Instrument an eine Lautsprecheranlage, dann tönt es auf jeden Fall noch besser als das, was du jetzt gehört hast. Falls du Interesse daran hast, auch die anderen 128 Klänge des Aerophone AI10 zu hören, dann habe ich dazu ein separates Video gemacht, das findest du hier. Dort hörst du Soundbeispiele zu allen internen Sounds des Aerophone AI10. Falls bei dir Probleme aufgetreten sind beim Update auf die neue Softwareversion 3.10, dann lass es mich wissen unten in den Kommentaren und falls möglich, dann helfe ich dir mit einer Lösung für das Problem. Wenn du ein Backup gemacht hast, wie ich das am Anfang des Videos empfohlen habe, dann kannst du auch dieses Backup wieder auf das Aerophone einspielen und dann sollte die Ursprungseinstellung mit der alten Softwareversion eigentlich wieder funktionieren. Im schlimmsten Fall ist auch immer noch ein Factory Reset möglich, also ein Zurückstellen auf den Werkszustand. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich.
Falls ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Es werden sicher noch weitere Videos zum Aerophone AE10 und zu anderen elektronischen Blasinstrumenten folgen. Für heute war es das aber. Auf Wiedersehen.